Jülichs Wirtschaft ist an den natürlichen Vorkommen orientiert. Das Jülicher Land ist sehr fruchtbar und seit dem 19. Jahrhundert wurden neben Getreide auch Zuckerrüben angebaut. Die Feldfrüchte wurden in die 1880 gegründete Zuckerfabrik im Osten der Stadt Jülich transportiert, teilweise auch über die Bahngleise. 1930/31 wurden in der Fabrik 77.800 Tonnen Zuckerrüben zu 11.000 Tonnen Rohzucker verarbeitet. Wegen des reichlichen Ruhrwassers siedelten sich ab dem 19. Jahrhundert Papierfabriken an, die nicht nur die Kraft des Wassers nutzten, sondern auch dessen Qualität zur Papierherstellung. In der Zwischenkriegszeit gab es im Stadtgebiet 3 Papierfabriken, die ständig modernisiert wurden. Jülich suchte bereits vor dem Ersten Weltkrieg Ersatz für den Verlust der Garnison. Durch die Neuansiedlung eines Eisenbahnausbesserungswerkes ab 1918 in Jülichs Süden kamen bis zu 2000 neue Arbeiter nach Jülich. Für das große Werksgelände im Süden der Stadt wurde 1916 die bis dahin selbstständige Gemeinde Selgersdorf eingemeindet. Dampflokomotiven und Waggons wurden repariert und instand gesetzt. Die großen Hallen konnten nach dem Zweiten Weltkrieg wiederhergestellt werden. Beim Bau des Werkes im Ersten Weltkrieg und auch beim Betrieb im Zweiten Weltkrieg wurden Arbeiter und Kriegsgefangene aus den besetzten Gebieten eingesetzt. Neujülicher veränderten auch die Struktur der Stadt, die bis dahin bürgerlich, konservativ, katholisch und durch Militär- und Regionalverwaltung geprägt war. Die Einwohnerzahl vergrößerte sich im Laufe der 20 Jahre von 1920 mit 7.688 auf 12.000 im Jahr 1939 um mehr als 50%. Damit wurde die Funktion Jülichs als Mittelzentrum gestärkt. Ab 1933 wurden auch die Gewerbebetriebe wie auch die ansässige Lederfabrik gleichgeschaltet. Die Betriebe mussten Mitglieder der Deutschen Arbeiterfront werden und sich der nationalsozialistischen Propaganda anschließen, wie hier für die Volksfürsorge.